China. Wir stehen nun wirklich hier. Allein diesen Satz auszusprechen, wir haben China erreicht, fühlt sich unwirklich an. So weit weg von zu Hause und doch stehen wir genau hier. Die Grenze zu China wird wahrscheinlich die schwerste unserer gesamten Reise. Seit Tagen versuchen wir uns mental darauf vorzubereiten, doch heute ist die Nervosität groß. Kommen wir wirklich rein oder wird es Probleme geben? Werden unsere Motorräder in ihrem Zustand die technische Prüfung bestehen oder endet der Traum, bevor er überhaupt begonnen hat? Es ist 8 Uhr morgens, um Kosten zu sparen, reisen wir zusammen mit 3 Italienern ein, die wir gerade erst kennengelernt haben. Dann öffnet die kasachische Grenze und so beginnt das Chaos der Ausreise. Das will ich nie wieder so gut zusammentun. Nein. Oh, che Caffè però, Hey, you win, controllo. Qua. Nein, nein, bitte. Hey, my job, Luca. Hab ich auch. No, my job. Vai, работа. I am Italian. Best friend. Nein, nein, bitte. Hey, my job, Luca. Hab ich auch. No, my job. Vai, работа. I am Italian. Best friend. You are not a criminal. Respect for the thing. Respect for the thing. No problem. No problem. Go. Okay. Respect. You. No problem. No problem. Go. Okay. Respect. You. The other thing? Okay. Hey, my job. Okay, I know. But respect. Respect. Okay. Hey, my job. Okay. No camera. Это кто камера? I think it's just charging. Yes. So, wir haben es jetzt offiziell geschafft. Wir sind jetzt in Kasachstan, haben wir alle Stellen durchlaufen, dass wir ausreisen dürfen. Das ist noch ein ganz schnelles Update von der Grenze. Die sind ziemlich streng, man darf überhaupt nicht filmen und die sind super unfreundlich hier. Also wir wurden jetzt vorhin auch einmal kurz verhaftet wegen der Drohne. Wir wurden jetzt mehrmals durchsucht und geröntgt und mussten wegen so einem Zettel wurden wir mal angekackt, weil wir einen Zettel nicht hatten. Da haben wir ganz schnell Ärger bekommen und dann beim Verhaften wurden wir wegen der Drohne verhaftet. Da wurden wir ins Gebäude gebracht und in irgendwelche Büros reingebracht. Irgendwann kam dann der Chef und der hat uns dann wieder gehen lassen und gesagt, der Drohne ist kein Problem, was auch mein Stand war. Und ja, dann haben wir so ein Motorrad durchsucht und haben alles in den Dreck gezogen, waren wirklich nicht freundlich. Die Italiener wurden auch ganz schön sauer. Das fand ich ziemlich lustig, weil es typisch italienisch waren. Und ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Die Anstrengung war wirklich anstrengend hier. Und jetzt warten wir noch auf Luca. Wir hoffen, dass wir noch durchkommen mit dem Van. Und dann geht es für uns jetzt wirklich offiziell nach China. Ey, ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir mit diesen Schrottkissen jetzt in China sind. Und so dürfen wir Kasachstan verlassen. Der eigentlich leichte Teil dieses Tages entpuppt sich schwieriger als gedacht. Über 3 Stunden dauert die Ausreise. Alles muss ausgepackt werden, jede Tasche wird kontrolliert, sogar die Drohne und wir selbst werden kurzzeitig beschlagnahmt. Doch dann beginnt der ernste Teil. Vor uns die chinesische Grenze. Ein gigantisches Gebäude, eine riesige Hürde und gleichzeitig das Tor zu einem gewaltigen Land. Nachdem wir unseren Guide getroffen haben, wird es ernst. Erneut heißt es, Gepäck runter von den Motorrädern. Jedes einzelne Teil wird gescannt und überprüft. Endlose Kontrollen, immer wieder müssen Taschen geöffnet werden. Die Polizei durchsucht alles. Besonders unsere Gummifische und die Angelausrüstung sorgen für fragende Blicke. So, wir sind jetzt Motorrad los, aber immer noch Gepäck voll. Alles auspacken müssen. Das sieht man mal, wie viel wir auf unsere Motorräder kaufen. Auf geht's! Weiter mitten in die Grenze. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind die Motorräder dran. Zuerst eine kleine Überprüfung, alle Nummern, der Zustand, dann werden die leeren Koffer und die Maschinen selbst durchsucht, bis wir endlich zum Zoll dürfen.
Hier merkt man sofort, ein anderer Wind weht. Die Beamten sind streng, routiniert. Kein Platz für Spaß oder ein Lächeln. Hey, hey, no! Suda, stop! 不可以，等着我进去。 You wait for 10 minutes. Also die Anzahl der Kontrollen hier ist wirklich unglaublich. Nachdem wir jetzt schon die ganzen Koffer ausgeleert haben, alles gescannt, also ist alles leer, wurden wir jetzt nochmal kontrolliert und mussten dreimal alle Taschen scannen. Und jetzt haben die nochmal unsere Koffer überall reingeschaut, damit wir jetzt in den Fahrzeugscan rein können, dass jetzt die ganzen Fahrzeuge gescannt werden und da bestimmt nochmal durchsucht zu werden. Also zwischen schon fast 19 Uhr werden immer noch gescannt und kontrolliert. Das ist wirklich unglaublich, diese vielen Kontrollen. Vielleicht haben wir es jetzt tatsächlich geschafft. Mal schauen. Die Motorräder wurden jetzt endgültig fertig gescannt und durchsucht. Jetzt dürfen wir unser Gepäck holen und mal gucken, ob wir da nochmal kontrolliert werden. So, unser Gepäck wurde jetzt dreimal gescannt, die Motorräder wurden jetzt auch zweimal gescannt, unsere Koffer wurden trotzdem noch zweimal durchsucht. Jetzt dürfen wir alles in die Motorräder packen und dann sind wir hoffentlich fertig. Der erste Schritt ist geschafft. Wir und unsere Motorräder haben das Visum und die Einreise nach China erhalten. Es hat den ganzen Tag gedauert. Von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends standen wir an den Grenzen, wurden durchsucht, mussten diskutieren und bangen. Wir sind völlig erschöpft und am Ende unserer Kräfte. Doch nach einer letzten Kontrolle kommt der Moment. Wir betreten China. Kein Traum, Realität. Wir und unsere Motorräder sind jetzt wirklich drin. Das Tor zum Land ist gigantisch, beeindruckend. Es zeigt, was vor uns liegt. Ein riesiges Land, eine gewaltige Strecke. Genau 11 Monate sind wir nun unterwegs, haben über 30.000 Kilometer hinter uns gebracht, sind durch die ärmsten und reichsten Länder der Welt gefahren. Und doch liegt das Größte noch vor uns, über 6.000 Kilometer quer durch China innerhalb von 28 Tagen. Eine Strecke, als würde man von Lissabon nach Moskau fahren. Durch Wüsten, Steppen, Gebirge, bis in den Dschungel. Aber daran denken wir in diesem Moment nicht. Jetzt sind wir erst einmal froh und müde. So, wir sind jetzt offiziell in China drin. Das hier ist die Grenze, meine Freunde. Und ja, wir wurden jetzt wirklich sämtliche Male kontrolliert und alles. Wir haben auch 2 Italiener in der Gruppe dabei. Wir gehen jetzt in dieses riesige Gebäude hier vor mir rein. Da ist, glaube ich, auch unser Hotel für die Nacht. Und essen wir irgendwas? Ja, morgen müssen wir noch Führerschein beantragen oder bekommen, unser Kennzeichen bekommen und dann dürfen wir nach China rein. Ja, wir sind jetzt zwar schon drin und morgen, wenn wir dann alles gemacht haben, dürfen wir wahrscheinlich abends offiziell rein. Ja. Das wird spannend. Leute, ich sag's euch, diese Grenze ist absolut kein Spaß. Wenn ihr das irgendwie vermeiden könnt, da reinzugehen, geht nicht rein. Geht nicht rein. So, wir sind jetzt in China und unser netter Tourguide hat uns jetzt Kaffee spendiert und sogar ein Hotelzimmer. Wir können echt nicht beschweren. Das Coole ist, die Kaffees hier auf der einen Seite haben die eine Schrift hier oben drauf. Welcome to China. Die ich nicht lese. Auf der anderen Seite. Cheers. Cheers. Tun sich diese Dinger hier verfärben. Davor war es schwarz und jetzt ist da die Grenze, die uns gerade eben noch so hart ja, zerstört hat, um das human auszusprechen. Da ist das Ding, wo wir gerade drin sitzen. Sehr. Schwarz, das sieht man auch ganz gut. Ja. Die Hitze jetzt. Ja, davor ist es ganz schwarz und jetzt nicht bloß dieses Ding. Haben sie sehr schön gemacht. Mal gucken, wie chinesischer Kaffee schmeckt. Wir hatten auch lange keinen guten Kaffee. Nee. So, wir sind jetzt hier in unserem Hotelzimmer drin. Das ist das Zimmer. Es ist echt krass. Also ich werde euch gleich noch mehr zeigen, aber hier in China ist einfach alles irgendwie elektrisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten ein Bett, eine Dusche. Jetzt gleich mit dem Guide, mit einem anderen Abendessen. Wichtig, weil wir nicht mehr gegessen. Wir haben einen wunderschönen Ausblick, Leute. Wunderschön. Also es gibt kaum was Schöneres als das. Wir können die monumentale Grenze Chinas sehen. Ist das nicht ein geiler Ausblick, ey? Was stellt man sich Schöneres vor als Strand, Palmen? Nein, wir haben dieses riesige Tor und passen dazu grauen Himmel. Aber egal. Ihr hört es wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund. Ich drehe nochmal die Kamera. Ich hoffe, man hat es gehört. Die chinesische Hymne läuft die ganze Zeit auf diesem ganzen Gebiet. Das ist jetzt nicht das Hotel, sondern auf der ganzen Straße auch. Das ist ziemlich komisch für uns. Und wir sind mal gespannt, ob das jetzt nur hier ist oder überall in China sein wird. Aber es ist sehr befremdlich. Und wenn es weiterhin so bleibt, dann können wir auf jeden Fall die Hymne auswendig nach dieser Reise. Es ist jetzt wirklich sehr spannend, wie es weitergeht. Mit unserem Guide fahren wir zu einem Restaurant. Auf dem Weg dorthin bekommen wir unseren allerersten Eindruck von China.
von dem, was uns in den kommenden Wochen erwarten wird. Riesige Wohnblöcke ziehen an uns vorbei. Jedes Gebäude sieht aus wie das andere. Straßen voll Dekoration. Eine Stadt, die perfekt gepflegt wirkt. Unsere Köpfe tun sich noch schwer zu begreifen, dass das, was wir sehen, real ist. Eine völlig fremde Welt. So anders als alles, was wir bisher auf dieser Reise erlebt haben. Doch zuerst geht es zum Restaurant. Das war das beste Bier, was wir seit Ewigkeiten haben. Aus einer Glasflasche sogar. Nicht aus irgendwelchen Plastikflaschen oder Dosen. Und es schmeckt halt zum ersten Mal wieder nach richtigem Bier. Das ist echt krass. Wir freuen uns auf das Essen. Aber bis jetzt ist China schon echt sehr cool. Ein bisschen gewohnter, also Prost. Tja, was essen wir hier? Gute Frage, ich weiß es selber nicht so genau, aber wir haben Spaghetti, die sind kalt mit Essig und Fleisch, Gurken und so Fleisch. Die Spaghetti sind scharf. Das sind die Spaghetti, die sind scharf. Es gibt dieses Fleisch mit Kartoffeln, das ist scharf. Es gibt Fisch, der ist richtig scharf. Und es gibt noch Gemüse, ist noch so ein bisschen scharf. Ja, irgendwie interessantes Essen, aber es schmeckt überraschend gut. Nice. Ist einfach so geil hier. Schaut euch das mal an. Die Laternen, Alter. So ein Automat, der Chinesisch spricht. So ein Turm, der leuchtet. Es ist einfach so geil hier zu sein. Das ist so das erste Land, wo ich mich richtig freue, dass ich in China bin. Und es ist halt so klischeehaft, so dieses bisschen Regen, dieses Ding. Das ist echt Hammer hier. Das ist irgendwie genauso, wie man sich's vorstellt. Bisher. Ja. So, guten Morgen zusammen. So, erst Nacht in China ist vollbracht. Da hinten ist wieder der wunderschöne Ausblick. Mit der wunderschönen Musik, die hier spielt. Oh mein Gott, auf jeden Fall waren im Zimmer Mücken drin. Wir haben nicht so gut geschlafen. Die Mücken haben uns voll auseinandergenommen, ey. Man sieht die aber nicht mal. Nein! Und auch das Bett hat irgendwie gejuckt, wie als hätte irgendwas die ganze Zeit auf dir rumgekrabbelt. Das hatte ich zum Glück nicht. Ich leider schon. Da war noch so. Auf jeden Fall müssen wir jetzt los. Es ist fast 10 Uhr in chinesischer Zeit. In Kasachstan ist es dann 7 Uhr. Und wir müssen unseren Führerschein machen. Es wird auch mal lange dauern und dann unsere Fahrzeuge hier anmelden. Oh, ich glaube, es wird ein richtiger Schmarrn, weil gestern, als wir da an der Grenze eingereist sind, hatte mein Motorrad länger Probleme erzeugt, weil ich im Kennzeichen Ö habe. Ich habe Tölz als Kennzeichen und das Ö gibt es hier nicht. Und gab es Probleme. Die Italiener tun es auch echt leid, dass die anderen zwei, weil wir die echt mit in den Schmarrn gezogen haben gestern. Ohne uns wären die viel schneller durch gewesen. Ja. Deutlich schneller. Ja. Der eine war auch ganz schön gereizt gestern am Ende. Italiener, die hungrig waren. Ja, jetzt geht's wieder raus an diesen wunderschönen, tollen Ort und dann ja, können wir wieder Sachen machen. Also, los geht's. So, da hinten stehen unsere Motorräder und rechts von uns ist der chinesische TÜV. Das ist der TÜV, da wird auch alles gemacht und dann ist da so ein kleines schnuckliges Polizeiauto und da ist die Führerscheinstelle, wo wir gleich rein müssen. Wir hoffen, dass wir nicht zum TÜV müssen. Wir hoffen auch, dass mit unserem Führerschein alles klappt, weil dann, wenn wir das alles geschafft haben, sind wir free to go. Dann verabschieden wir uns vom Guide und dann geht's auf alleine ins große China. Das ist schon schnucklig, dieses Polizeiauto. Wir sitzen jetzt hier voll müde und voll fertig in der chinesischen Zulassungsstelle und Führerscheinstelle. Wir hoffen mal, dass das alles klappen mit dem Führerschein, dass wir es auch bald kriegen. Auf jeden Fall ein schönes goldenes Bild hinter Marc. Fühlt sich fast an wie in Deutschland, wenn du Fahrzeuge zulässt. Du sitzt halt einfach da, wartest, bis du aufgerufen wirst. Ja, dann. Ja, auf jeden Fall echt eine Experience hier. Hoffen wir, dass alles klappt und dann sind wir hoffentlich bald weiter und dass wir keinen TÜV machen müssen. So, zur Stärken gibt es jetzt mal richtig chinesisches Essen, so Nudeln mit Fleisch und Gemüse. Schmeckt ja eigentlich ziemlich gut und das ist zum Glück auch nicht scharf. Ich finde, die sind auch nicht scharf, sehr lecker. Sehr ist das Essen gut. Das ist richtig gut.
Währenddessen sind wir überall, also ganz China ist voller chinesischer Autos. Also VW sieht man tatsächlich recht viel, weil da ist halt so irgendwas, was ich noch nie gesehen habe und da ist irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Ist echt verrückt, aber VW, hier gibt es echt viel VW und diese VW-Modelle, die kennt man irgendwie in Deutschland auch nicht. Nichtsdestotrotz essen wir unsere Nudeln, dann geht es wieder zurück zur Zulassungsstelle, weiter unsere Fahrzeuge zulassen und dann hoffentlich kommen wir heute noch hier weg. Die Getränke in anderen Ländern sind immer richtig cool, schau mal die Cola und die Pepsi an, die sieht ganz anders aus. Und auch so die anderen Getränke, komplett fremd. Ich liebe es, nach Getränken zu schauen in anderen Ländern. Schau mal das Red Bull an. Verrückt. So, wir haben jetzt fast unseren chinesischen Führerschein bekommen. Jetzt fehlt nur noch eine wichtige Sache. Wir müssen uns noch ein Sicherheitsvideo anschauen über die Verkehrsregeln hier. Geht 30 Minuten und dann ist fertig. Dann bekommen wir den Führerschein. Dann haben wir offiziellen Führerschein. Wir haben halt noch keine Ahnung, wo dieser Ort ist. Wir laufen einfach unserem Guide hinterher. Das ist ein super netter Mann. Also ohne ihn wären wir komplett aufgeschwitzt, beziehungsweise wären eh gar nicht reingekommen. Und ja, ich hoffe mal, dass der Film spannend wird. Nicht auf Chinesisch ist, wie alles andere hier. Und wir, ja, dann hoffentlich jetzt bald mal loskommen, nachdem wir jetzt schon über einen Tag hier an der Grenze mit Formalitäten zu strugglen haben und bei jedem einzelnen Antrag gab es immer ein neues Problem. Ja, Gott sei Dank müssen wir den ganzen Papierkram nicht selber machen, das wäre unmöglich. Ja, wir sitzen nur rum und glotzen dabei zu. Ja. So, wir sind jetzt hier, da wird der Film gleich abgespielt. Wir sind tatsächlich mitten in der Polizeistation, das sind auch irgendwelche interessanten Bilder. Oh, man darf nicht vor Autos laufen, Marc. Dann mach ich so gerne. Schade. Aller Spaß ist hier verboten. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns dann gleich mal den Film an und dann wird er ganz sicher auf Chinesisch sein, weil hier sitzen auch andere Chinesen um uns herum und dann haben wir nach so 6 Stunden endlich unseren Führerschein bekommen. Dann müssen wir noch die Fahrzeuge anmelden und dann haben wir es geschafft. Oh Mann, das ist wirklich nicht mehr. Wir haben unseren Führerschein bekommen, unser Kennzeichen bekommen. Sieht alles recht lustig aus, das zeigen wir später auch nochmal. Jetzt sind wir wieder zurück an der Grenze, da holen wir uns jetzt noch unsere SIM-Karte und jetzt ein Stempel und dann ist es wirklich soweit, dann dürfen wir jetzt nach China rein. Da sind wir wieder bei dem wunderschönen Gebäude, was wir von unserem Hotel sehen konnten. Und ja, jetzt sind wir echt kurz davor, wirklich nach China einzureisen. Einfach nur geil. Und so verabschieden wir uns von der Grenze. 2 Tage haben wir hier verbracht, voller Kontrollen, Wartezeit und unzähliger Hürden. Doch jetzt ist der Weg frei, der Weg nach China. Wir haben alles geschafft, die Kontrollen, den Führerschein, die Zulassung unserer Motorräder, die technische Überprüfung. Es gab viele Probleme, wir haben sie alle gemeistert. Und jetzt ist er endlich da, der Moment, auf den wir so lange gewartet haben, von dem wir so oft geträumt haben. China, wir kommen. Die ersten Meter hier in China gemacht. Bis jetzt läuft alles gut, das sind wirklich nur die ersten Meter gewesen, denn wir müssen tanken. Gerade an der Tankstelle. 1 Liter Benzin kostet 7,55 Yuan. Ich weiß noch nicht, wie teuer das ist in Euro, aber ich werde es herausfinden. Ich glaube ca. 60 Cent. Aber jetzt tanken wir erstmal voll. Dann fahren wir mit der Gruppe, die ihr da seht, auch zusammen dann in die nächste Stadt. Da werden wir heute Nacht bleiben, es ist schon recht spät. Und ich denke, morgen geht jeder seine eigenen Wege hier. Also wir werden nicht mit der Gruppe zusammenbleiben. Und ja, dann geht's morgen so richtig los. Aber erstmal Benzin. So, da kamen wir überhaupt nicht weit und das hinter mir ist gerade ein Polizeicheckpoint, wo wir gerade wieder ewig lang kontrolliert werden. Und ja, echt ärgerlich, wir kommen einfach nicht weiter. Wir haben vielleicht 10 Kilometer heute geschafft. Tore laufen gut, aber wir kamen ja auch noch nicht so weit. Wir stehen hier, wie gesagt, Der Checkpoint zieht sich in die Länge. Noch wissen wir nicht, dass uns solche Kontrollen, Checkpoints und die ständige Überwachung oft begegnen werden. Ab morgen dann ohne Guide, ohne Hilfe. Doch diesmal überrascht uns die Polizei. Nett, fast schon lustig. Damit hatten wir nicht gerechnet. Trotz Warten und Kontrolle fühlen wir uns willkommen, auch wenn Unterhaltung wegen der Sprachbarriere unmöglich ist. Nach einer Ewigkeit dürfen wir weiter auf die Autobahn, immer Richtung Ziel. In Kasachstan sind wir durch Wüsten gefahren. Hier ist plötzlich alles grün. Die Landschaft wird fast vertraut, fast wie zu Hause, als wären wir gar nicht so weit entfernt. Und irgendwann verabschiedet sich die Sonne.
Genau in dem Moment, als wir unser Ziel erreichen, schenkt es uns einen der schönsten Sonnenuntergänge seit langem. So, es ist auf jeden Fall passiert. Unser Tourguide ist leider nicht der beste Autofahrer und wir haben den jetzt komplett verloren. Wir sind jetzt hier in irgendeiner chinesischen größeren Stadt. Ohne Internet, ohne Geld, ohne irgendwas. Und ja, wir werden jetzt einfach mal irgendwelche Leute fragen, ob die uns Hotspot geben können, weil dann können wir nicht bezahlen. Es läuft ja alles digital hier. Genau, aber ohne Internet können wir erstmal auch nicht zahlen. Das ist ziemlich blöd. Ja, wir sind so lost, wir haben nicht mal eine Karte, wir wissen nicht mal, wie die Stadt heißt. Nö, wir haben nicht mal Maps, also wir sind komplett offline. Und sobald wir Internet finden, irgendein Laden wird uns schon Hotspot geben. So, nachdem wir jetzt schon mit 5 Leuten gesprochen haben, die leider alle kein Englisch konnten, wurden wir jetzt hier in dieses komische Treppenhaus hier reingeschickt. Das ist ein Krankenhaus. Ja, okay, wir haben ein Krankenhaus gefunden. Aber ein Krankenhaus hat auch ein Klo. Leute. So, jetzt nach dem Schock mit den kranken Menschen haben wir so ein wunderschönes Tor gesehen. Und wenn es da drinnen kein Klo gibt, dann weiß ich auch nicht, was abgeht. Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Ja. So, wir wurden straight wieder rausgeschmissen von dem Security Guard. Konnte auch kein Englisch, das auch nicht helfen, hat uns einfach weiter nach rechts geschickt. Na, ich schau, was jetzt noch passiert. So, weiter auf der Suche nach einer Toilette und Internet. Bis jetzt haben wir noch nichts aufgetrieben, geschweige denn jemanden gefunden, der uns helfen konnte. Aber wir geben nicht auf. Doch schließlich finden wir einen kleinen Laden. Die Besitzerin gibt uns Internet und so können wir uns einen Guide schreiben, der uns abholt und ins Hotel bringt. Der erste Tag war lang, anstrengend, doch wir haben ihn geschafft. Wir haben jetzt ein Hotel gefunden, nach stundenlangem Rumgeistern durch die Stadt. Es ist jetzt auch schon nach 12 Uhr nachts, wir haben auch den ganzen Tag nichts gegessen. Richtig stressiger Tag. Morgen geht's so weiter, morgen früh geht's auch wieder los, 400 Kilometer Tag. Halt wieder Fast 500. Mit der Gruppe müssen wir halt morgen noch zusammen sein. Wir können nicht in der Gruppe reisen, das ist zu anstrengend. Das geht nicht, ja. Wir haben ein anderes Tempo und ständig ist irgendwo einer verloren gegangen und dann ist halt das Chaos immer ausgebrochen. Wir hatten ja kein Internet, jetzt haben wir zum Glück Internet. Oh Gott, war das anstrengend. Auf jeden Fall wollen wir uns noch ein Bier holen, haben wir ausklingen lassen und morgen kümmern wir uns dann, dass wir das Essen kriegen. Ja. Wir haben echt noch einen kleinen Markt gefunden, haben uns noch ein bisschen Bier geholt, jetzt, dass wir den Abend abschließen können. Was echt interessant ist, diese ganzen chinesischen Biere bis jetzt sind recht schwach. Also das hat 3,1%, das hat 4%, das stärkste haben wir auch genommen. 3,1%, auch irgendwas mit 3%, selbst Tuborg hat 3,1%, das ist echt krass wie schwach. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt noch ein Bierchen, dann gehen wir ins Bett, das haben wir uns echt verdient. Und ja, vielleicht noch was ganz Kleines zu naschen. Der Marc ist da schon dabei. Alles wieder nur diese Reisteile, keine echten Chips. Ja, Chips im Ausland sind schwer zu bekommen. Naja. Jetzt haben wir die Verrücktabteilung gefunden mit so Sachen, wo wir nicht wissen, was es ist. Das sieht sehr nach Darm aus. Hier gibt es Hühnchenbeine und so Sachen, die wir auch nicht genau wissen, was es ist. Und Fische in einer Plastikverpackung. Ich darf mal aus einem anderen Winkel sehen. Es ist immer noch echt ganz schön voll hier. Ganz schön krass hier. Och, du Kacke.